Sehr geehrte Damen und Herren und alle dazwischen und da draußen, herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Minecraft Troll Mods. Wie ihr jetzt schon wahrscheinlich im Hintergrund sehen könnt, hat sich einiges getan, denn ich war fleißig. Nach der Episode von gestern war ich ziemlich fleißig und habe schon mal einiges gefarmt gehabt und mir ein besseres Gebiet gesucht, in dem ich bauen möchte. Und da seht ihr das. Das hier ist so eine schöne Kuhle. Das kommt jetzt vielleicht so ein bisschen wie ein Schlag in die Fresse, aber ich habe schon mal ein bisschen vorgefarmt. Das war einfach viel zu voll die ganze Zeit, dass ich irgendwie groß aufnehmen konnte. Also nehme ich jetzt natürlich um 2 Uhr nachts auf, weil es gibt natürlich keine bessere Zeit, zu der man aufnehmen kann. Ihr seht schon, ich habe hier schon ein paar Schilder gebaut. Hier baut Nino, bitte nicht treuen, hier entsteht der Banktempel, denn wer diesen Insider nicht kennt. Wir haben eine Art Kult, in der wir eine Parkbank anbeten. Sehr irre, denn das ist so. Dementsprechend in dieser Kohle möchte ich eigentlich nicht meine Base placen. Hier werde ich sehr wahrscheinlich den Banktempel aufbauen. Wo genau ich meine Base hin platziere, ist noch unklar. Wahrscheinlich aber in der Umgebung. Vielleicht der Bereich hier neben der Kuhle. Dann ist der Tempel praktisch direkt nebenan. Die fliegende Insel habe ich überlegt, will ich aber eigentlich vermeiden. Das habe ich in der Vergangenheit schon mal getan und dann geht einfach irgendwann der Platz aus. Ich habe nämlich schon einen Plan, was ich für eine Base bauen will. Und zwar möchte ich eine Art Labor bauen. Und dafür habe ich auch schon einiges vorbereitet und zwar Unmengen an Kies und Sand. Kies und Sand stellt man Beton her. Und diesen brauche ich für unsere Base, bzw. unser Labor dann. Ich habe diesen ganzen upgradebaren Pulvusofen da hergestellt mit Upgrades, damit ich schnell an Gravel komme, weil man das tatsächlich aus Cobblestone herstellen kann mit dem Teil. Sehr nützlich. Bevor ich aber anfange, die Base zu bauen, würde ich gerne, jetzt wo es erlaubt ist, weil 2 Uhr nachts, 2 Tage sind vergangen, der Nether ist jetzt auch offen. Und zwar möchte ich schon mal den ersten kleinen Troll machen. Die Trolls beginnen. Und zwar werden das jetzt eher 2 harmlose Trolls sein. Die gehen beide an dieselbe Person, beziehungsweise an dieselben Personen, und zwar Mela und Mike. Und zwar gibt es aus einer unserer Mods diese netten Grass Covering Blöcke. Mit diesen kann man tatsächlich Fake Gras erstellen, durch das man durchfällt, wenn man drauf tritt. Und das kann recht lustig sein. Und der zweite Troll wird dann tatsächlich auch etwas lustig. Das hat nämlich mit diesen Knöpfen hier zu tun. Und zwar kann man daraus dann diese Nummernfelder herstellen. Mit diesen kann man seine Kisten abschützen bzw. abschirmen. Man kann Kisten damit mit einem Passwort versehen. Die Kiste ist leer. Okay, gut. Dann fülle ich da erstmal einfach allen meinen Scheiß rein. Und dann würde ich sagen, starten wir mir mal einen kleinen Besuch ab. Da ist sie auch schon, die Basis von Mike und Mela. Und ich sehe, es wurde schon weitergebaut. Sehr gemütlich aus hier, aber was ihr seht, keine Passwörter, nichts abgeschlossen. Auch hier die Kisten komplett offen. Und da kommen dann wir gleich ins Spiel. Denn ihr seht, das ist mit Abstand ihre wertvollste Kiste, würde ich zumindest behaupten. Ein Haufen Haustiere, Ressourcen, Diamanten, Uran, Eisen, Gold und vieles, vieles mehr. Unter anderem Pets, für welche man einen Nether-Stern benötigt. Und das lassen sie einfach hier rumliegen. Sind die irgendwie blöd? Ja, und ich würde sagen, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde einfach mal alles aus dieser Kiste nehmen, füllen das einfach mal hier in diesen Schrank rein. Ich möchte nämlich so tun, als würde ich ihnen ihre Items wegschließen. Das ist ein sehr simpler Troll und dennoch sehr gemein, denn wir werden diese Kiste jetzt, tada, mit einem Passwort versehen. Dieses Passwort werde ich mir da dann per WhatsApp schicken oder Mike, je nachdem, vielleicht auch mit einem gewissen Rätsel verknüpfen. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Am besten notiere ich mir das Passwort hier auf so einer Post-it-Note, damit ich das nicht vergesse. Speichern. Und wenn wir diesen Code jetzt eingeben, kommen wir in die Kiste. Ich werde auf jeden Fall noch ein Buch gleich reinlegen. Dafür fehlen mir aber, glaube ich, ein bisschen die Ressourcen. Ich weiß, die haben oben einen Haufen Bücher rumliegen. Übrigens können wir darüber reden, wie schön dieses Haus gestaltet ist. Die haben sich da viel zu viel Mühe dafür gemacht, dass hier massiv getrollt werden wird. Schaut euch das an. Die haben so eine Toilette. Warum haben die eine Toilette? Und hier ist praktisch deren Magiebereich, den sie sich aufgebaut haben. Und ihr seht hier schon, die haben hier einen Haufen Bücher, also nehme ich mir einfach mal eins. So. Was schreiben wir da jetzt am besten rein? Lasst mich mal überlegen. Alright, ich habe 2 Bücher geschrieben. Zum einen dieses hier, das heißt Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und da steht drin, verarscht! Vielleicht fragst du dich jetzt, wo deine Items sind. Nun ja, die Antwort erfährst du auf Seite 50. Viel Spaß, Nino. Und dann scrollen wir jetzt mal auf Seite 50. Und dann steht hier, und wo sind die Items jetzt? Tja, das steht gar nicht im Buch, sondern an deiner Schlafzimmertür.
Frag mich nicht, warum der Text hier so komisch abgeschnitten ist. Wenn sie jetzt an die Schlafzimmertür geht, dann steht hier Grabstein, Fragezeichen. Da legen wir dann das LOL-Buch rein. Und in diesem steht, die Items sind in einem random Küchenregal, LOL. Also ein ziemlich harmloser Prank, aber dennoch schmerzhaft. Ich gebe ihr einen Tipp dafür. Ich werde ihr nicht direkt die PIN geben, sondern ich werde ihnen einen Tipp schreiben. Und zwar ist das Passwort einfach, wann das letzte Video rausgekommen ist. Und zwar etwa um 14 Uhr. Deshalb werde ich ihr schreiben, wann ist mein letztes Video rausgekommen. Es wird nachschauen wahrscheinlich. Steht da 14 Uhr, gibt es ein und dann kommt sie rein. Dann ist das Buch und dann darf sie die ganze Mini-Schnitzeljagd durch ihr eigenes Haus einfach mal machen. Ich glaube, das ist eine ganz witzige Idee. Und ich meine, wehtun tut es ja auch niemandem. Und dann kommen wir jetzt zum zweiten Prank. Und zwar werde ich hier einfach mal so dreist sein. Ah, das sieht man ja. Harmlos auch wieder der Troll eigentlich. Ich werde hier jetzt so ein paar Grass Coverings verbauen. Zack, 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 zack. Und da kann man dann jetzt einfach durchfallen. Und ich glaube, woanders verbaue ich die auch nochmal. Ja, guck mal von den Kisten oder so. Und damit haben wir Mela schon zu Ende geprankt eigentlich. Ich hoffe, die erfreuen sich an die kleinen Trolls meinerseits. Tja, und dann kümmern wir uns jetzt darum, dass wir unser Labor bauen. Glücklicherweise habe ich mir während der Farming-Session mit Max ein Jetpack gebaut, denn als Blaze kann ich während des Regens nicht rumfliegen, da kriege ich nämlich Damage. Ach, was sehe ich denn da? Das riecht nach Heimat. Ich glaube, das ist genug weißer Concrete, oder? Okay, ja, Wassereimer. Perfekt. Fast schon, als wäre es gescriptet worden. Ich niemals. Falls der heilige Grund hier übrigens doch mal getrollt werden sollte, ich habe hier schon Beobachter aufplatziert. Teddy is watching. 100% jederzeit. Selbstverständlich. Er hält für uns Ausschau, dass hier nichts geschieht. Und ich hoffe wirklich, dass hier nichts geschieht. Denn wenn sich jemand mit dem heiligen Gebiet anlegt, dann werde ich sauer. Ihr seht schon, ich bin Feuer und Flamme für meinen Tempel. Bevor wir uns jetzt aber um das Labor kümmern, brauche ich erstmal eine zuverlässige Essensversorgung, denn ich bin hier die ganze Zeit am Verhungern. Ich habe jetzt schon angefangen, ein paar Kühe zu töten, damit ich einfach mal essen kann. Ich denke, was hier am meisten Sinn macht, da ich ja schon Kühe habe, wäre eine kleine Käseproduktion anzulegen. Das ist recht günstig, brauche ich nur ein bisschen Cobblestone und einen Eimer für. Dann kann ich eigentlich melken und die ganze Zeit Käse herstellen. Machen wir einmal den hier, dann haben wir schon einen Käsemacher. Den setze ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, hier hin. Und ihr seht schon, das ist super intuitiv. Wir melken eine Kuh, stellen den einmal da rein und dann warten wir einfach, bis der Käse schön goldgelb wird. Und das ist eigentlich der mit einfachste Weg in diesem Projekt, mit dem man Essen herstellen kann. Ich glaube tatsächlich, wir bauen noch so einen zweiten Käsemacher auf. Ich meine, mehr Essen schadet ja nie. Oh, ihr seht schon, der Käse reift langsam. Der ist jetzt schon so ein bisschen goldiger geworden. Schon fertig. Dann kriegen wir hier so einen Käseblock raus. Den können wir aber nicht am Stück essen. Den zerteilen wir hier in Käsestückchen. Der gibt dann zwar nicht viele Hungerkeulen, aber wir bekommen hier jeweils immer 9 raus. Daher ist das eigentlich ein super Essen. Dann fliegen wir einmal hier rüber. Natürlich müssen wir ein bisschen abholzen, ein bisschen terraformen, aber dann kommt hier am Ende halt das Labor hin. Tja, das heißt jetzt erstmal, dass ein paar Bäume sterben müssen. Immer wenn man die Viecher nicht braucht, erscheinen sie dann. Ich
frage mich, wo sich die ganzen YouTuber mit ihren riesen Bauprojekten immer die ganze Erde aus dem Arsch ziehen. Machen sie den halben Tag nichts anderes als Erde abzubauen? Hä? The fuck? Ah, chillig. Also entweder macht der Server gerade einen nächtlichen Neustart oder es war mein Internet, das einen nächtlichen Neustart macht. Wie spät haben wir es mittlerweile? Ach, schon 3:10 Uhr. Ich glaube, ich bin der Einzige in diesem Projekt, der um diese Uhrzeit noch spielt. Ich baue einfach mal freihand los. Ich meine, genug Bereich haben wir ja jetzt. Das ist doch schön viel Platz. Und nimmt das Gebäude langsam Gestalt an. Jetzt kommt der Eingang vielleicht hier hin. Ui, Raufasertapete. Schön. Das war jetzt ein Gag auf gleich 2 Ebenen. Wer beide kennt, Glückwunsch. Ich bin noch nicht hundertprozentig entschlossen, was ich als Bodenmaterial nehmen will. Zumindest temporär werde ich wahrscheinlich aber, keine Ahnung, Steinfliesen nehmen oder so. Weil Beton lässt sich ja verstärken. Ich habe noch gar nicht geschaut, wie Beton versteckt überhaupt aussieht. Das wird ja immer so ein bisschen dunkler, habe ich gar nicht dran gedacht. Ah, das ist natürlich nicht so schön weiß, wie ich es mir erhofft hatte. Naja, sei es drum. Wenn wir die Blöcke verstärken, werden diese für andere nicht mehr abbaubar. So sorgen wir dafür, dass es zum Beispiel nicht hochgejagt wird oder so. Was wird eigentlich hier gebaut und vor allem von wem? Wird es einfach so ein riesiger Turm? Was macht diese Kuh da? Hallo? Na, wie geht's? Ah, und weg. Bam, Furnace. Jetzt einfach die Upgrades hier rausklauen und da einlegen. Kommt da jetzt der ganze Kobbel rein. Lava einmal. Schon produzieren wir Cleanstone. Ist doch wunderbar. Leider war's das schon. Lasst ein Like da.